Drinnen, im Kreissaal, herrschte eine angespannte Stille, die schwerer wog als der Lärm des Unwetters. Anna, blass und erschöpft, lag auf dem OP-Tisch. Ihr Atem ging flach, ihr Blick war auf einen Punkt an der Decke gerichtet, als versuchte sie, dort Halt zu finden. Sie war im 25. Schwangerschaftsmonat, 24 Wochen und 6 Tage, um genau zu sein, und ihr Körper hatte beschlossen, dass es Zeit war. Viel zu früh. Die Ärzte hatten alles versucht, die Geburt hinauszuzögern. Aber Annas Körper, gezeichnet von 2 vorangegangenen Schwangerschaften und einer Hormonbehandlung, hatte seinen eigenen Willen. Und nun, da die Wehen sich rasant verstärkten und sie das Bewusstsein zu verlieren drohte, war klar, es ging nicht anders. Der Kaiserschnitt war unumgänglich. Die Gänge waren erfüllt vom leisen Summen der Geräte und dem gedämpften Flüstern der rund 30 Ärzte und Krankenschwestern, die sich in der Vorbereitung auf dieses seltene, kritische Ereignis befanden. Es gab eine tiefe Ehrfurcht in der Luft, gemischt mit der Nervosität, die ein so unerwarteter Notfall mit sich brachte. 6 Babys. Es war fast unfassbar. Die Statistik, einmal in 4. 7 Milliarden Geburten, hallte durch die Köpfe aller. Annas Mann, Thomas, saß draußen im Wartebereich, die Hände klammernd um eine Tasse lauwarmen Kaffee. Seine Gedanken wirbelten. Die Worte des Arztes hallten nach. Eine Mehrlingsschwangerschaft, dieser Artikel. Bei diesem Schwangerschaftsalter. Die Risiken sind enorm. Er schloss die Augen, sah vor sich das fröhliche Lächeln seiner beiden Kinder, Lena und Max, und dann die leere, ungreifbare Möglichkeit, dass ihre jüngsten Geschwister es vielleicht nicht schaffen würden. Die Minuten dehnten sich zu Stunden. In Annas Träumen, zwischen Betäubung und Schmerz, tanzten kleine Gestalten. Sie sah winzige Händchen, winzige Füßchen. Sie spürte eine tiefe, alles umfassende Liebe und die verzweifelte Angst, sie nie richtig in die Arme schließen zu können. Dann, plötzlich, die Stimme eines Arztes. Das erste Baby ist da. Ein Mädchen. Die nächsten Momente schienen ineinander zu verschwimmen. Ein Mädchen, dann noch eines, dann wieder eins. Dann, ein Junge, dann noch ein Mädchen. Und noch eines. 6 winzige Körper, geboren in einem Zeitraum von nur 4 Minuten. 6 Leben, die auf der Kippe standen. Thomas wurde in einen kleinen Raum geführt, wo er die kleinen Inkubatoren sehen konnte. Die winzigen Menschen waren kaum größer als seine Handfläche. Ihre Haut schien fast durchsichtig, ihre Augen geschlossen, ihre Atmung flach. Er zählte sie, von dem einen zum anderen, 5 Mädchen und ein Junge. Er spürte eine Flut von Emotionen, die ihn überwältigte: Dankbarkeit, Angst, Ehrfurcht und Liebe. Die nächsten Tage und Wochen waren ein Strudel aus Hoffen und Bangen. Die Babys kämpften tapfer, jedes einzelne mit einer unglaublichen Kraft. Die Ärzte und Krankenschwestern arbeiteten rund um die Uhr, jede einzelne winzige Verbesserung wurde mit vorsichtigem Optimismus gefeiert. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.